Moin, moin, herzlich willkommen. Rein digital heute wieder aus Hamburg zum neuesten ITS-Podcast. Mein Name ist Harry Evers, ich bin Geschäftsführer von ITS Hamburg 2021 und verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des ITS-Weltkongresses, der in diesem Jahr im Oktober 2021 in Hamburg stattfindet. Heute melden wir uns natürlich wieder aus Hamburg und bin sehr happy drüber, heute mit Sebastian Hofer vom Podcast Freifahrt verabredet zu sein. Hallo Sebastian Hofer, schön, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Alles klar. Und ich glaube, das haben wir immer so gemacht. Wir bleiben auch locker beim Du und deshalb gehe ich auch gleich weiter an unseren Young Mobility Reporter Eddie, der uns schon häufig in unserem Podcast begleitet hat. Hallo Eddie, auch für deine Fragen freue ich mich schon und bin gespannt, was da so an Diskussionen zustande kommt. Hallo Eddie. Hallo Harry, hallo Sebastian. Moin, hallo. Okay, dann starten wir mal in die spannenden Aktivitäten um den ITS-Kongress und jeder aus seiner Sicht ganz offen und ehrlich, was man so zu hören und zu sehen hat. Und Sebastian, du warst ja vorher bei der Hochbahn unterwegs in Hamburg, kennst also die Themen, die sich im Public Transport, aber auch im verkehrlichen Umfeld von Hamburg so abgespielt haben, auch in der letzten Zeit. Aber deine aktuelle Tätigkeit ist ja nun ganz eigen unterwegs im Podcast Freifahrt. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Wechsel von der Hamburger Hochbahn anzugehen und was ist so die Motivation, die dahinter steht? Ja, gute Frage. Für die Hochbahn habe ich gearbeitet mit dem Ziel, mit der Vision, Mikromobilität stärker in den ÖPNV zu integrieren und das Thema Mobility as a Service stärker voranzutreiben. Das war mein Grund, warum ich 2017 dort angefangen habe. Beides hat sich innerhalb der 2 Jahre, die ich dort gearbeitet habe, nicht so für mich realisieren lassen, verwirklichen lassen, wie ich mir das gewünscht hatte. Eine Idee war, dass wir beispielsweise eine Sharing-Marke auf Basis von Lastenfahrrädern, Fahrrädern oder auch so E-Mopeds integrieren, selber entwickeln, um eben mehr auch Gestaltungsfreiheit zu haben in der Frage, wo beispielsweise diese Fahrzeuge stehen, wo die Angebote verfügbar sind, wie man die preislich integrieren kann in ein Monatsticket, wie man damit auch die verschiedenen Zielgruppen adressieren kann und stärker sagen kann, wo, in welchen Lücken der Stadt, des Angebotes, des HVVs beispielsweise wäre Mikromobilität integrierbar. Und wie gesagt, am Ende hat sich das nicht so verwirklichen lassen, wie ich das mir gewünscht hatte. Und habe dann beschlossen, es gibt ja noch viele andere Städte in Deutschland, die interessante Mobilitätsprojekte haben und auch viele kleinere Städte, Aachen oder Darmstadt zum Beispiel oder Freiburg, die daran arbeiten, eine neue Mobilität zu schaffen und habe dann beschlossen, mich selbstständig zu machen, Anfang 2020, eben um nutzerzentrierte Mobilität zu entwickeln als Berater für Mobilitätsunternehmen, Verkehrsunternehmen, Kommunen und Städte. Und parallel dazu eben mache ich diesen Podcast Freifahrt, welcher das Ziel hat, eine neue, zukunftsfähige Mobilitätskultur zu schaffen. Also spannende Situation, die Erfahrungen, ob nun positiv, negativ, aber zumindest das, was in Hamburg passiert, zu übertragen auf andere Städte. Ich glaube, das ist ja auch genau die Perspektive, wo viele Städte darauf warten, weil dass jede Stadt die eigenen Erfahrungen in der identischen Weise immer wieder selbst machen muss. Ich glaube, das ist nicht möglich, weil einfach die Zeit dafür natürlich auch sehr kostbar ist. Und wenn ich jetzt das Thema ITS-Weltkongress betrachte, das ist ja auch schon auch für mich ein langer Prozess gewesen für die Vorbereitung und für die Bewerbung, diesen Kongress für Deutschland eben nach Hamburg zu holen. Was ist für dich jetzt dieser ITS-Weltkongress für Hamburg? Welche Rolle spielt er für Hamburg oder vielleicht auch für Mobilität der Zukunft, wenn man jetzt das Hamburger natürlich erstmal sieht, aber ist die deutsche Bewerbung, also die Bundesrepublik hat sich für diesen Kongress beworben, insofern auch alle Städte und Regionen, die in Deutschland vertreten sind, die natürlich jetzt auch im Oktober nach Hamburg gucken. Also welche konkrete Bedeutung kann dieser Kongress für Deutschland und für Hamburg eben haben? Naja, der Kongress ist, glaube ich, oder sagen wir so, das Jahr 2021 ist für Deutschland, was Kongresse angeht, insofern spannend, weil ja neben dem ITS-Kongress auch die IAA sich neu gestalten wird. Und ich finde das ganz spannend, dass beide Kongresse jetzt in Deutschland stattfinden, beziehungsweise jetzt der ITS in Hamburg und eben die IAA in München, weil beide ja ein gewisses Ziel verfolgen und auch beide auch aus einer unterschiedlichen Perspektive entstanden sind. ITS ja aus einer sehr technologischen und verkehrlichen Perspektive und IAA von VDA getrieben von der Automobilwirtschaft
lange eine Showroom, eine Veranstaltung, eine Show, also Messeschau, Industrieschau gewesen. Und jetzt geht es darum, dass wir Mobilität neu verstehen. Und ich würde die Frage diskutieren wollen gerne, inwieweit zum einen das Thema Technologie und Sensorik, autonomes Fahren, technologische Innovation auf der einen Seite, wie das Mobilität verändern kann und auf der anderen Seite, wie Automobilität Mobilität verändern kann. Und ich würde behaupten, beides nicht ausreichend, sondern ich würde behaupten, dass wir von beiden Seiten etwas lernen können, nutzen können, aber letztendlich eigentlich ein Nukleus in der Mitte ist, welcher nicht geklärt ist. Und das sind so Themen wie Nutzerzentrierung, das sind so Themen wie Mobilitätskultur, wie wir eigentlich leben wollen in urbanen und eben auch in suburbanen, ländlichen Gebieten leben wollen. Und da finde ich die Frage interessant, eben genau wie die Technologien, auf die wir uns immer gerne stürzen, Stichwort autonomes Fahren oder Urban Air Mobilität oder so, wie diese Probleme gelöst werden. Und natürlich ist dann die Bühne der ITS in Hamburg eine großartige Gelegenheit, um das zu besprechen, um sämtliche Expertinnen, die dort aus der Welt kommen, eine Stimme zu verleihen und die Möglichkeit zu bieten, über die Trends zu sprechen, die es technologisch gibt und die notwendig sind, die effizienzsteigernd sind und sein sollten in der Zukunft. Gleichzeitig, und das ist ja, so wie ich verstehe, auch Element von dem Kongress in Hamburg, geht es ja darum, ein bisschen aus diesem Elfenbeinturm des Expertentums hinauszukommen und mehr in Kontakt zu kommen mit den NutzerInnen auf der Straße, nachher mit den BürgerInnen aus Hamburg, um die Frage zu besprechen, für wen ist Mobilität eigentlich und wer sollte Mobilität für wen gestalten? Denn diese aktuelle Situation, in der wir sind, dass entweder ein Automobilkonzern oder auch eine Kommune, ein Verkehrsunternehmen, Mobilitäts-Startups, all diese Unternehmen haben ja sehr unterschiedliche Ziele und wir erleben aktuell, wenn man ehrlich ist, dass diese Ziele sehr, sehr schwerlich nur in Verbindung gebracht werden können und es da immer noch sehr, sehr viel Reibung in der Zusammenarbeit gibt. Also danke für die Einschätzung. Die teile ich in ganz vielen Bereichen. IAA knapp 2 Monate vor dem Weltkongress in Hamburg. Ja, sehr stark bisher automobilaffin durch die Organisation VDA auch adressiert. Aber auch jetzt, glaube ich, mit einem klaren Ansatz, die Bürger intensiver einzubinden und das Thema Mobilität ganzheitlich zu betrachten und nicht nur das Automobil im Mittelpunkt zu stellen. Die erste Veranstaltung in dieser Art eben von Frankfurt. Für uns auch ziemlich eindeutig. Insofern auch danke nochmal für den Hinweis oder für die Anmerkungen, die Bürger sehr viel intensiver in diese neue Erfahrung mitzunehmen, was dann Mobilität zukünftig bedeuten kann. Und da sind die einzelnen bisherigen adressierten technischen Fragestellungen wie autonomes Fahren oder eben auch die Software-Sache, ob das Maß ist oder Services, sicher für uns eine ganz wichtige Herausforderung, dass wir diese Mobilität als Erfahrungsraum mitnehmen wollen. Und vielleicht noch eine schon mal Voranmerkung. Wir haben in den bisherigen Weltkongressen immer so 6, 7 Präsentationen von Firmen, von Unternehmen gehabt, die ein Ergebnis eines Produktes oder einer Erfahrung zeigen wollten. Wir haben diesmal in Hamburg 100 zusätzliche Demonstrations, Produkte und wir wollen auch aus dem Messegelände, aus den Messehallen hinausgehen, sind dabei, weitere Räume auch zu identifizieren, wo die Bürger direkt sich auch mit einbringen können und Fragen stellen können, aber auch immer erleben können, was denn zusätzlich auf sie zukommt. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo man aus der Technik heraus abgeleitet hat, was dann sinnvoll ist. Ich brauche einfach den Lebensraum im Mittelpunkt, auch eine Gestaltung des Lebensraums oder der städtebaulichen Entwicklung, um dann letztendlich einen Bürger oder eine Bürgerin eben auch einzubinden in eine neue Mobilität, was an Bedürfnissen dahinter steht und was an Qualität und an Lebensraumqualität auch da ist. Und da muss die Technik letztendlich liefern. Also insofern finde ich die Herausforderung auch gut und freue mich auch. Wir sind ja mit den Kollegen vom VDA auch in Abstimmung gewesen. Hamburg hat sich ja auch um die VDA-Aktivitäten bemüht. Da ist sicher dann eine Entscheidung getroffen, die sicher fachlich, inhaltlich, aber auch politisch
nachher dazu geführt hat, dass jetzt München diese Herausforderung wahrnehmen kann, in diesem Jahr das erste Mal das zu realisieren. Wenn wir aktuell die Themen und Aktivitäten da sehen für so einen Kongress, also die Fachthemen, die bei uns da sind, ein paar sind schon angesprochen worden, wie autonomes Fahren. Wir haben aber auch ein Schwerpunktthema Cities und Citizens, also wirklich das, was für die Bürger wichtig ist. Gibt es ganz spontan neben diesem Thema Bürgerbeteiligung noch etwas wie die internationale Vernetzung oder Nachhaltigkeit? Das Thema Klima ist ja etwas, Sichtbarkeit, Kommunikation von dem, wo du aus deiner Sicht sagst, da fehlt noch was, da können wir noch mehr machen. Wir haben noch genügend Zeit an der Stelle, um eine Kommunikation intensiv zu machen, aber wenn man von außen auf so ein Thema drauf guckt, dann fällt einem ja doch häufig etwas ein, was man als Insider schon gar nicht mehr identifizieren kann. Naja, aufbauend auf dem Thema der Bürgerbeteiligung und den Showcases, von denen du gesprochen hast, würde ich noch mal kurz eine Schleife machen wollen. Und zwar glaube ich, dass die reine Darstellung von Showcases, von Technologiedemonstratoren auch vielleicht nicht unbedingt reicht. Die Frage also anzubieten, dass man sich informieren kann als BürgerInnen, ist sicherlich hilfreich und sinnvoll, dass man das nicht unter geschlossenen Räumen in Messehallen macht, sondern eben auch einlädt, vorbeizukommen auf der Bühne, sich Vorträge anzuhören. Ich würde jedoch einen Schritt weitergehen. Das geht wieder auch in die Richtung der Kommunikation nachher, ist die Frage, dass wir, glaube ich, viel zu schnell Antworten geben. Und ich finde, ein Showcase von einem autonomen Fahrzeug oder einer autonomen Strecke oder was auch immer, ist ja schön und gut, aber es ist ja wieder eine Antwort. Es ist ja wieder etwas Finales, was ich als Bürgerin nachher präsentiert bekomme und sagen kann, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Aber es ist ja gewissermaßen ähnlich wie Infrastruktur, wie jetzt beispielsweise ein Mobilitätshub oder vielleicht sogar sei es irgendwie so ein Landepad für Urban Air Mobilität. Es ist ja wieder etwas, was fest ist. Und viel wichtiger, glaube ich, ist es, dass wir bei dieser Frage nach einer neuen Mobilitätskultur, bei dem wir das Auto als primäres Verkehrsmittel aufbrechen und in einzelne Bundles, einzelne Bausteine auflösen, ist die Frage nach Fragen stellen und auch die Lust zuzuhören. Und ich glaube, die Lust auf Zuhören ist nichts, was man in vielleicht einem halben Tag oder auch einem Publikumstag schaffen kann, sondern zuzuhören und auch eine offene Haltung zu haben gegenüber den Antworten, die dort kommen könnten, ist, glaube ich, etwas, was Zeit braucht. Und deswegen wäre die Antwort auf deine Frage, dass es eine Möglichkeit wäre oder vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, weit vorab vor dem Kongress in kollaborativen Prozessen schon die Fragen, die dort existieren, seitens BürgerInnen zu ermöglichen und dann auch einen Diskurs zu ermöglichen, der nicht nur einen Tag lang dauert, sondern über Wochen und vorher und auch Wochen später stattfindet, weil ich so als Bürger in Hamburg ja ein ernsthaftes Interesse spüre, dass meine Perspektive, die ja durchaus sehr divers sein kann, wenn man sich mit Mobilität beschäftigt, auch gehört findet und auch wahrgenommen wird. Also ja, danke gerne für den Hinweis. Wir haben begonnen sehr intensiv, weil das natürlich an die entsprechenden Schuljahre gekoppelt ist, mit Schülerinnen und auch Studentinnen aktiv und der Wissenschaft Themen zu bearbeiten in Form von kleinen Projektarbeiten, in Form von Fragestellungen für Schwerpunktthemen, von Vorstellungen, wie die Jugend sich letztendlich so etwas vorstellt. Und ich nehme das gerne nochmal auf. Das planen wir auch, wie wir in den Dialog in Form von Informationsabenden, Workshops auch mit der Bevölkerung gehen können, genau diese Fragen und vielleicht auch schon Antworten oder Wünsche mit aufzunehmen und dann den Kongress letztendlich dazu zu bringen, wo einige Lösungen, die sicher technisch, aber eben auch von der Umsetzung her und von den juristischen Fragestellungen, aber auch von der Finanzierungsmöglichkeit, und das ist ja noch ein Aspekt, dann zur Verfügung gestellt werden kann. Also ich glaube, das wird insofern etwas werden, wo wir hoffentlich viele Fragen mitnehmen können und dann für den Kongress auch einige Lösungen anbieten, weil das Slogan und das Motto des Kongresses ist ja, dass man die Mobilität, die zukünftige erleben und auch wirklich erfahren darf oder sollte. Und ich glaube, das sind genau die Randbedingungen, die dann auch vielleicht nochmal den einen oder anderen zusätzlichen Aspekt oder auch vielleicht nochmal einen Wunsch kreieren oder vielleicht auch noch eine Lösung das Ganze nochmal näher bringen. Aber wir haben gerade schon drüber... Vielleicht noch zwei Ergänzungen ja, dazu. Beim Thema Erfahren beim Thema Erfahren, glaube ich, wäre eine weitere schöne Idee, die ich euch mitgeben wollen würde, ist utopisches Storytelling und auch das Bebildern von eben einer zukünftigen Mobilitätslandschaft in Städten. Denn wenn man sich aktuell anguckt, was irgendwie ZF, Daimler oder häufig tatsächlich die Automobilindustrie macht, wenn sie zukünftige Mobilität in Städten darstellt, dann sehen wir ganz viele autonome Pods, die rumfahren. Das ist irgendwie sehr futuristisch, sehr viel
sehr, sehr kalt und sehr steril teilweise auch. Und es gibt noch ganz wenige Bilder, die ein positives und wünschenswertes Zukunftsszenario bildhaft darstellen lässt. Charles Taylor, der Soziologe und Philosoph, spricht ja von den Future Imaginaries, welche einfach gesagt die Idee verfolgen, dass wenn sich ein Kollektiv auf so eine irgendwie wünschenswerte Zukunft einigt, dass man dann automatisch sozusagen darauf hinzuläuft. Und wenn wir jetzt autonome Fahrzeuge oder vielleicht auch Flugtaxen als das Zukunftsszenario immer wieder präsentiert bekommen durch Marketing und durch vielleicht sogar Marketing von Unternehmen, die eben nicht die Gesamtheit der Gesellschaft im Blick hat, sondern vielleicht nur Teile davon, dann ist das vielleicht nicht das, was wir alle wollen. Deswegen würde ich ganz stark dafür plädieren, auch durch Bilder, durch Videos, durch vielleicht auch 3D-Animationen, begehbare virtuelle Räume, physische Räume, Mobilität neu zu gestalten, diverser zu gestalten und damit sichtbar zu machen, bevor es wirklich spürbar ist im Sinne von Straße, Infrastruktur oder tatsächlich fahrbare oder nutzbare Mobilitätsangebote. Also spannende Anmerkung, da ich auch intensiv mit Herrn Müller-Pitralla von VW als ein Beispiel, der für die Zukunft und für die ganzen Mobilitätsentwicklungen weltweit für den Konzern die Verantwortung trägt und seine Vision manchmal auch in einem quasi zwar Präsentation, aber es ist fast ein Film, weil so viele Bilder in einer Stunde rüberzubringen mit ganz unterschiedlichen Eindrücken, was emotional sehr stark wirklich anspricht. Und das andere ist auch hier mit Professor Ramler sehr intensiv zu besprechen, welche Ideen einer zukünftigen Mobilität aus seiner Sicht dann möglich sind. Also die Anregungen nehmen wir gerne mit auf und sind auch dabei, für Hamburg sogenannte Demotouren vorzubereiten, in Summe 4 oder sogar 5, wo wir die bestimmten Themen, die fachlich, thematisch zusammenkommen können, auch mit Oberbegriffen zusammenführen. Und wenn man da mitfährt, dann kriegt man eben eine Story auch erzählt, wie es denn sein kann, um so ein bisschen Vorstellungen zu entwickeln, wie zukünftige Aspekte einer Mobilität aussehen können. Das muss man letztendlich langsam mitentwickeln und wir wollen nicht nur eigentlich zum Kongress diese Demotouren haben, sondern das vielleicht eine kontinuierliche Möglichkeit haben, um das auch zu erneuern, zu ergänzen, neue Themen dazu zu bringen, einfach hier um einen wirklichen Lernerfolg oder auch einen Erfahrungsschatz mit aufzubauen, wie Mobilität auch angenommen wird und was da realistisch ist. Bevor wir jetzt weiter uns austauschen, würde ich gerne Eddie nochmal auch jetzt ansprechen und so ein bisschen ins Spiel bringen. Eddie, ich gebe dir einfach mal das Wort rüber und du hast ja auch ein paar Ideen zum Thema Mobilität immer schon mal geäußert, aber sicher auch Fragen. Und genau diese Fragen, die gilt es jetzt nochmal ganz klar zu stellen, damit wir dazu vielleicht auch ein paar Antworten bekommen, die aus deiner Sicht interessant sind. Eddie, bitte. Ja, danke. Ich habe erstmal eine sehr breite Frage, glaube ich. Das Thema wurde ja schon mal erwähnt während dieses Gesprächs, aber für mich wäre es besonders interessant, das ist eigentlich eine Frage an euch beiden. Wie ist es geplant, sozial benachteiligte Gruppen im Weltkongress bzw. in eurer Öffentlichkeitsarbeit mit einzubringen? Wir sehen ja, also diverse Gruppen haben ja unterschiedliche Mobilitätsverhalten. Die muss man ja berücksichtigen, wenn man neue Lösungen erschaffen möchte. Was ist jetzt der Plan, diese Gruppe weiter zu beschäftigen mit dem Thema? Jetzt ist schwierig, wer zuerst antworten ja, das ist eine darf. sehr gute Frage. Und Mach mal, ja, gerne. Ja, das ist eine sehr richtige und sehr, sehr gute Frage. In meiner Arbeit ist es ja so, dass ich beispielsweise, wenn ich an Mobilitätskonzepten wie dem Grasburg in Hamburg mitarbeite, dann geht es natürlich darum, dass wir sämtliche Blickwinkel der verschiedensten Nutzergruppen mit allen möglichen Bedürfnissen berücksichtigen in der Ausgestaltung von Mobilitätskonzepten. Das ist erstmal wichtig, dass man da in Form von, ich sag mal, Personas oder Empathy Maps sich dessen bewusst wird, zu sagen, welche Nutzergruppen gibt es dort. Und dann im nächsten Schritt ist natürlich wichtig, auch in Interviews rauszufinden, was sind tatsächliche Challenges im Alltag, die wir sozusagen ohne diese Hindernisse zu haben, sowohl jetzt sozial als auch körperlich, gar nicht spüren können und gar nicht auf der Platte haben in den meisten Fällen. Das ist das eine, was ich in meiner Arbeit mache. Und das andere ist in meiner, ich sag mal, Kommunikationsarbeit im Podcast,
geht es bei mir schon, versuche ich, einen möglichst umfassenden 360-Grad-Blick auf das Thema der Mobilität zu bekommen. Und zumindest in den Gästen oder bei den Gästen habe ich dann auch Verbände wie den Fuß e.V., um einfach auch diese Perspektive FußgängerInnen zu berücksichtigen und versuche dort möglichst breit das Thema zu beleuchten und nicht nur aus der Perspektive von Startups oder Geschäftsmodellinnovationen darüber zu sprechen. Ja, ich ging ja an uns beide die Frage. Insofern kann ich vielleicht einen Aspekt noch mal einbringen, wo ich auch seit vielen Jahren schon dran mitgearbeitet habe. Es gab schon mal ein Forschungsprojekt in Deutschland, das hieß von Tür zu Tür, wo der Blindenverband sehr intensiv eingebunden war als eine große Gruppe, die natürlich teilnehmen möchte am Verkehr. Der Blindenhund soll da gar nicht außen vor lassen, weil ich glaube, das ist ein ganz sozial wichtiger und emotionaler Begleiter, auch gerade für Blinde, und unterstützt das auch sehr intensiv. Trotzdem gibt es auch hier Überlegungen, wie man das mit Technik ergänzen, sicherer machen kann noch. Und das ist ein Projekt, was seit vielen Jahren läuft. Und wir sind zum Beispiel intensiv auch mit dem Blindenverband eingebunden, der auch auf der Messe, auf dem Kongress einen eigenen Stand haben wird, einfach um zu diskutieren, aber auch Lösungen aus der eigenen Sicht zu präsentieren, was für eine barrierefreie Mobilität sinnvoll und auch notwendig ist. Da sind wir auf jeden Fall sehr offen und wollen das auch präsentieren. Ein anderes Beispiel, wenn ich das im Ausland sehe, in Prag zum Beispiel, gibt es die Vorrichtungen für die U-Bahn, die dort fahren, wo Blinde mit einem entsprechenden Sender Signal geben, dass bitte alle Türen einer S-Bahn aufgehen und nicht nur einige, die gerade tatsächlich manuell betätigt werden, weil sie dann in den nächsten Zug, der einfährt, auch in den Bahnhof eingehen möchten. Das ist eine super Idee, sodass auch dem Fahrer sofort angezeigt wird, dass jetzt ein Blinder einsteigen möchte. Und zusätzlich sind die Stationen mit unterschiedlichen Melodien, Musiktiteln belegt, sodass auch die Blinden an der Musik erkennen, in welcher Station sie sich gerade befinden. Also sehr intensive und intelligente Lösungen, die wir damals bei dem Thema von Tür zu Tür mit berücksichtigt haben. Und die fließen zum Beispiel bei so einem Weltkongress auch ein. Ich glaube, das Thema barrierefrei kann man mit Technik unterstützen, nicht überall. Aber die Problemstellungen sind die meisten Entwicklern natürlich auch gar nicht so bekannt, weil die kommen aus einer ganz anderen Ecke und da ist eine Spezifikation eben für die 95, 98% der Bevölkerung gemacht. Und ich glaube, das ist nochmal eine auf jeden Fall wichtige Bereicherung, die wir versuchen auch mit aufzunehmen. Noch eine Frage? Ich Ja. glaube, da hast du noch eine zumindest vorbereitet, wie ich das weiß. Ja, Ja, da habe ich noch eine Frage und das steht auch in Bezug darauf. Das nächste wäre, ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Mikromobilitätsangebote eher stark individuell gerichtet sind. Was für aufstrebende Branchen gibt es, die vielleicht einen kollektiveren Mehrwert erzeugen? Welche neue Entwicklungen gibt es hier in diesem Bereich, was man betrachten muss? Kurze Gegenfrage, was meinst du denn mit kollektivem Mehrwert? Zum Beispiel, die nicht nur von einer Person benutzt werden können, so wie die E-Scooters, die bringen nur eine Person nach Hause, sagen wir so. Also die dürfen dann von einer anderen Person gemietet werden, aber die transportieren in einer gewissen Zeit nur eine Person. Ich meine jetzt zum Beispiel autonome Busse, wo mehr Personen einsteigen können und so weiter. Ich bin überzeugt davon, dass wir beides brauchen. Das hat den einfachen Grund, dass Mobilität individuell ist. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass wir unsere aktuelle Mobilitätskultur auf Basis viel von Autos, man sagt ja auch motorisierter Individualverkehr, aufgebaut ist, dann darf man nicht vergessen, dass Individualität in der Mobilität ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen, das ist ja auch der Grund, dass Fahrradfahren beispielsweise in der Pandemie und genauso wie zu Fuß gehen etwas war, was einen großen Aufschwung erlebt hat in der Nutzung, und auch die Verkäufe von Fahrrädern sind durch die Decke geschossen im letzten Jahr. Das heißt, individuelle Fortbewegung ist ein Grundbedürfnis und ist, glaube ich, ganz wichtig in der Ausgestaltung einer zukünftigen Mobilitätskultur in dem Umweltverbund zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Individualverkehr auf Basis von E-Scootern insofern kritikwürdig, als dass natürlich diese Fahrzeuge aktuell in dem Weg rumstehen. Man braucht relativ viel Aufwand auch, um die sozusagen zu
aufzuladen, zu verteilen und so weiter und so fort. Das heißt, der Aufwand, damit eine Person damit irgendwie 2 Kilometer fahren kann, ist doch relativ umfangreich. Und deswegen glaube ich, ist die Frage eher, wie man so etwas besser organisieren kann, dass es verhältnismäßiger ist, dass Individualmobilität auf Basis von kleinen Fahrzeugen, deswegen Mikromobilität behandelt ja Fahrzeuge bis zu 500 Kilo, sagen manche, jetzt vielleicht 3 Räder, sodass man halt Fahrräder, Lastenfahrräder, vielleicht so kleine Mikroautos damit unterteilen kann oder damit verbinden kann mit dem Begriff. Und auf der anderen Seite ist natürlich aber, sind Fahrzeuge, von denen du gesprochen hast, wie autonome Busse beispielsweise, super relevant, um effizienter Menschen von A nach B zu transportieren. Nicht also der Grund, warum es U-Bahn oder Straßenbahn oder eben ÖPNV-Massentransportverkehrsmittel gibt, ist ja darin gelegen, dass man effizient Menschen von A nach B innerhalb einer Stadt von Osten nach Westen quer die Stadt transportieren kann. Und das ist auch weiterhin sinnvoll und wahrscheinlich noch notwendiger, das auszubauen im Verhältnis zu dem, was wir bisher gemacht haben, dass wir viel auf Basis des privaten Autos in der Straße aufbauen. Autonome Busse würde ich halt zum Teil mit einem Fragezeichen versehen. Ist die Frage, ob wir jetzt von einem Viersitzer sprechen, Sechssitzer, so kleine Shuttle wie jetzt das Heat Shuttle, oder ob wir jetzt von irgendwie auch größeren Fahrzeugen, Gefäßgrößen sprechen. Denn in dem Moment, wo man autonomes Fahren, sagen wir, auch individualisiert und in den Premium-Markt bringt, könnten wir durchaus Gefahr laufen, dass wir in Zukunft in Städten ganz viele autonome Pods haben, die aufgrund der Tatsache, dass sie eben autonom fahren, sehr günstig sein werden. Und dieses ubiquitäre Angebot dazu führen wird, dass wir noch mehr Verkehr haben in Städten, die zwar nicht mehr im Stau stehen, weil sie mittels Vehicle-to-Vehicle-Communication miteinander optimiert den Straßenraum nutzen. Gleichzeitig werden wir vielleicht sogar noch mehr Straßenraum brauchen, um dieses individuelle Fortbewegen von Menschen auf Basis von autonomen Pods ermöglichen müssen. Und deswegen, wenn du darauf abzielst, dass wir autonome Fahrzeuge brauchen, die mehrere Menschen als 4, also eher so Richtung 20 oder vielleicht sogar wie ein normaler Bus 50 oder so transportieren, dann ist es sicherlich eine sinnvolle Innovation für Städte und auch für ländliche Gebiete. Für die Frage 2 Ergänzungen von meiner Seite. Man hat das gesehen bei Uber in New York. Da hat sich die Stausituation erheblich verschlechtert, nachdem Uber unterwegs war, weil das Angebot Begehrlichkeiten eben auch damit hervorgerufen hat. Und die Preissituation von Uber gegenüber Taxi, das ist einfach nach wie vor eine preiswertere Sache. Also insofern ist das der Qualitätsanspruch auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber die Begehrlichkeit, von A nach B zu kommen, nochmal gestiegen. Und zwar dann sehr wieder individuell, nämlich nicht die U-Bahn oder die S-Bahn zu nehmen. Insofern ist das wirklich die Gefahr, die dann kommt. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es einen Ausgleich geben müssen zwischen den Forderungen zum Thema CO2-Neutralität, also das Thema Umweltschutz zu bearbeiten, gerade auch in den Innenstädten, und auf der anderen Seite eine Qualität und eine Individualität zum Thema Verkehr sicherzustellen, dass man hier einen vernünftigen Ausgleich stattfinden muss, und das wird auch an Verkehrsverhalten, an Mobilitätsverhalten in eine Veränderung bringen. Und dann muss man eben gucken, ist es nur Elektromobilität, ist es irgendwann Wasserstoff? In dieser Perspektive müssen wir dann die Technologien auch betrachten, dass man dann auch Mobilität nicht gleichzeitig mit einer Umwelt-CO2-Belastung mit sich bringt. Also ich glaube, da gibt es genügend zu besprechen, auch politisch, glaube ich, zu besprechen. Deshalb auch nochmal gleich in der Überleitung die Frage vielleicht, was siehst du noch an politischen notwendigen Vertretern oder Vertretern von Organisationen, von Strukturen oder auch Startups, die einfach zwangsweise so einen Weltkongress als Besucher haben müssen, damit man Fragen stellen kann, aber vielleicht auch Antworten bekommt, um entsprechend auch eine nachhaltige Wirkung und auch eine nachhaltige Entwicklung auch auf der politischen Ebene entwickeln zu können? Spontan fällt mir ein, dass man Stimmen aus dem Bereich Kunst und Kultur einbinden könnte, die wiederum auch helfen könnten, wie gesagt, solche Zukunftsbilder, Utopien zu visualisieren, zu gestalten und auf eine kreative Art und Weise auszuarbeiten und sichtbar und erlebbar zu machen. Eine weitere interessante Gruppe könnten sämtliche Thinktanks sein, die eben über Co-Kreation im urbanen Raum nachdenken, wie in Hamburg Urbanista beispielsweise oder das City Lab Berlin, die in diesem
die Frage eben in den Raum stellen, dass Mobilität eben ganz nah an Stadtleben, an Lebensqualität und Urbanität hängt. Das wären möglicherweise zwei interessante Perspektiven, die vielleicht noch nicht vorhanden sind oder eingeladen sind. Okay, also wir haben natürlich ein paar Dinge in petto, also die Startup Factory in Berlin, die jetzt auch in Hamburg ja auch unterwegs ist, im Hamburg-Brooklyn-Bereich und sehr intensiv auch wirklich für die Startup-Szene und für die eigentlich Jugend auch mitspricht. Mit denen haben wir uns natürlich intensiv schon ausgetauscht, wie wir die einbinden können. Wir sind natürlich auch mit den typischen Veranstaltungen, in denen wir entsprechend über 2, 3 Tage bestimmte Gruppen einbinden, mit dabei, die wir auch dann befragen wollen. Und wir wollen natürlich auch diese künstlerischen Aspekte mit berücksichtigen und spielerisch vielleicht diese Themen mit erschließen. Als kleines Beispiel, das ist sicher von der Kommunikation noch nicht überall angekommen, aber vor ungefähr 4 Wochen gab es mal ein kleines digitales Spiel. Ich gestalte meine Stadt und ich hatte eine bestimmte Anzahl von Euros oder von einem entsprechenden Budget zur Verfügung und konnte mir dann überlegen, dieses Budget reicht natürlich nicht aus, um alle Maßnahmen, die in Hamburg geplant sind, umzusetzen. Also muss ich mir als Spieler überlegen, für welche Maßnahme setze ich welche Mittel ein, um dann meine eigene Stadt so zu gestalten, also den letztendlich finanziellen Mangel umzusetzen, doch in vernünftige Maßnahmen, um dann zu erkennen, wie zeichnet sich meine eigenen Ideenfindung ab gegenüber einem ITS-Maßnahmenplan oder einem Maßnahmenplan zum Thema Mobilitätswende. Eine spannende Sache, das kann ich eigentlich nur jedem anbieten, da mal mitzuspielen. Das sind so 10 Minuten, Viertelstunde, aber das zeigt eben auch manchmal den Spagat, den man hat, über Ideen nachzudenken, was man alles machen möchte und einer doch verfügbaren realistischen Maßnahmensituation in Form des Budgets und auch von der Zeit tatsächlich was umzusetzen. Also das ist eine schöne Sache aus meiner Sicht, weil alle optionalen Maßnahmen, die man in Stadtentwicklung und auch in verkehrlichen Realisierungen erkennen kann, die kann man da spielerisch erfahren und auch erkennen, welche Problemstellungen dann auch für die Politik aufkommen. Ich würde gerne noch einmal an Eddie verweisen. Ich habe, glaube ich, 2, 3 Sachen ja schon mal gehabt. Du hast auch gerade von benachteiligten Gruppen noch mal gesprochen. Da ist aber auch noch eine Frage von dir, wie du das etwas noch mal, glaube ich, tiefer hinterfragen möchtest oder ergründen möchtest. Also gerne noch mal an Eddie das Wort zu diesem Themenkomplex. Eddie. Ja, also das werde ich jetzt in 2 Fragen eigentlich unterteilen, aber zuerst Klar. wäre für mich die Frage, wie können wir jetzt sicherstellen, dass die Technologien, die jetzt in Europa entwickelt werden und im Weltkongress vorgestellt werden oder vielleicht im Podcast Freifahrt auftauchen, dass die auch ihren Weg zu Entwicklungsländern schaffen. Nicht nur, dass die im reichen Europa bleiben, sondern dass es auch für die ganze Welt einen Mehrwert erzeugen. Ja, das ist ja fast schon eine neokolonialistische oder geopolitische Frage, die du da in den Raum stellst und die total richtig ist. Also sehr, sehr gut, die auch zu thematisieren. Ich glaube, die Antwort auf die Frage hat schon fast ein Element von neuem Wirtschaften und damit auch die Frage, ob wir eigentlich unsere Unternehmen und unsere Produkte, Technologien, von denen du sprichst, die Unternehmen, die dort daran arbeiten, inwieweit sie den Profit, die Gewinnmaximierung dessen, was sie tun, in den Vordergrund stellen oder ob sie den Zweck dieser Technologie, beispielsweise mehr Gleichheit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, mehr vielleicht Nachhaltigkeit, mehr Ressourcenoptimierung, mehr Partizipation in Kommunen oder in Städten, inwieweit diese Dinge als Zweck der Organisation in den Vordergrund gestellt werden. Und da gibt es ja momentan die Bewegung auch in Berlin, Purpose GmbHs zu entwickeln, welche eben nicht den Zweck haben, Gewinn zu optimieren, sondern diesen Zweck des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Es gibt Mobilitätsgenossenschaften, welche das tun und tatsächlich auch schon in Afrika gibt es auch schon erste Ambitionen, diese Art von Genossenschaften von Gestalter Mobilität zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element, um diese Technologie in die Länder zu bringen, von denen du gesprochen hast. Und das andere ist, es gibt ja immer dieses technologische Leapfrogging, auch in Ländern des globalen Südens, gerade Afrika im Bereich von Telekommunikation. Das ist immer ein beliebtes Beispiel, das da genannt wird. Da geht es darum, dass einfach Technologien übersprungen werden, die wir
in Europa, in Deutschland entwickelt haben. Stichwort Landlines, also Festnetz quasi, was es dort einfach nicht gibt, oder die Art von digitalem Bezahlen. Und ich bin überzeugt, dass auch Länder des globalen Südens gar nicht unbedingt immer angewiesen sind auf die technologische Vorherrschaft des Nordens und diese Arroganz zu haben, dass wir Technologie in solche Länder exportieren müssen, halte ich auch nicht für richtig, sondern vielleicht auch demütig und respektvoll zu gucken, wie solche Länder gerade mit einem hohen Maß an Kompetenz und Erfahrung, was Mikromobilität angeht, gerade Indien mit Tuk-Tuks und mit Rikschas oder auch in Afrika, die uns da eigentlich sogar weit voraus sind, und zu gucken, was die machen, von dem wir lernen können. Ja, vielleicht eine Ergänzung von meiner Seite, das teile ich absolut. Ich glaube, das pragmatische Umsetzen von den Bedürfnissen, die da sehr viel direkter den Menschen gegenüberstehen, wie man Mobilität auch umsetzen muss und kann, das erfordert eben auch Einfallsreichtum, Kreativität eines jeden Einzelnen. Und das wird da auch wirklich praktiziert. Und wir haben uns auch in Hamburg da ausgetauscht, intensiv, weil wir das sehen. Also Ertico als Verantwortlicher für Europa hat aber auch eine klare Vision, perspektivisch auch Richtung Afrika zu gucken. Wir haben ja auch Asien-Pazifik-Region, wir haben auch USA, Kanada, da ist Südamerika bisher ausgeschlossen, aber Afrika ist schon ein Fokus, gerade für Europa. Und wir werden zum Beispiel ein Projekt auch mit begleiten, auch am Bürgertag mit vorstellen, wo eine Hamburger Non-Profit-Organisation Eurist unterwegs ist, um Elektrofahrräder mit Mikromobilität, auch mit einer Mikrokreditvergabe in Afrika und Uganda vorzubereiten und zu realisieren, um dort vor Ort Transporte von Waren, von Gütern, aber eben auch von Personen mit Elektrofahrrädern, die in Indien produziert werden, also wirklich direkt vor Ort umgesetzt werden, vorzubereiten. Und dieses Projekt startet und wir sind sehr intensiv im Austausch und wollen das eben auch vortragen, welche Möglichkeiten auch für mobile Ladeinfrastruktur dann da notwendig ist. Ich kann ja dann in der Fläche nicht irgendwie eine Ladeinfrastruktur aufbauen, das wird illusorisch sein. Ich muss also mit Solarenergie dezentral mobile Ladeinfrastrukturen errichten, damit dann die Fahrräder da aufbereitet werden können. Und da ist auch gar keine Chance, dass man sich Autos kauft, sondern da muss man einfach mit dieser Mikrokreditverantwortung unterwegs sein, um dann kleine Geschäfte zu entwickeln, um Möglichkeiten vor Ort aufzubauen. Also ich bin da ganz gespannt, was da wird. Wir sind da in Vorbereitung und am Bürgertag werden wir das auch entsprechend auch mit einer prominenten Vertretung mit Sponsoren, die aus Afrika kommen, also mentale Sponsoren, die in Afrika die Situation kennen, dann auch der Öffentlichkeit präsentieren. Also eine spannende Sache allemal. Und insofern gute Frage, ja. Und wir wollen natürlich auch gucken, und das sieht Ertico auch, warum muss so ein Kongress dann immer in diesen etablierten, vielleicht auch hochtechnisierten Technologie-Ländern stattfinden. Afrika bietet auch die Chancen und die Problemstellungen sind andere. Das ist völlig klar, auch wie in Asien, Pazifik. Aber es gibt Lösungsansätze, die auch übertragbar sind. Und dann muss man doch wieder individuell gucken, was ist finanzierbar, wie sieht es an Infrastruktur aus oder brauche ich bestimmte Technologien da gar nicht. Also insofern die Ergänzung von meiner Seite. Danke deshalb für die Steilvorlage für diese Frage. Ja. Ja, also das Ganze hat jetzt tatsächlich meine zweite Frage beantwortet quasi, weil ich komme aus Lateinamerika und ich habe schon gemerkt, in Deutschland ist nun nicht nur das Verkehrsangebot anders, sondern auch das Mobilitätsverhalten von Menschen. Und ich denke auch, wenn es ein Problem hier nicht gegeben ist, ist es ein bisschen schwierig, eine Lösung dafür zu finden oder Leute zu finden, die sich dafür interessieren, dass es was Neues entwickelt wird. Aber es freut mich sehr, dass auch aus anderen Ländern, aus anderen Regionen auch Menschen mit einbezogen werden, die sich mit dieser Problematik auskennen. Ja, also und wenn du aus Lateinamerika kommst, dann ist es ja da vor allem interessant, dass da viel des Transports ja in Kollektivos stattfindet und damit ja auch, also in kleinen Bussen, und die sicherlich nicht so effizient und großräumig sind, wie wir es hierzulande kennen. Auf der anderen Seite aber eben ein schönes Element mit sich bringen, was ich erlebt habe auf Reisen, dass dort viel mehr Kommunikation stattfindet. Also der Austausch im Alltag, in der Mobilität erfordert viel mehr Flexibilität und vielleicht auch Akzeptanz, dass es nicht Punkt auf die Sekunde losfährt, der Bus, aber auf der anderen Seite bekommt man damit die Möglichkeit, viel mehr in Austausch zu kommen mit den Menschen, mit denen man unterwegs ist. Und ich denke, das ist etwas, was bei eben auch Stichwort autonome Pods, mit dem man hocheffizient von A nach B kommt, verloren geht.
Ja, ich glaube ja, und nochmal auch von meiner Seite ins Ausland geguckt, weil die Mentalität und die Anforderungen und Bedürfnisse unterschiedlich sind. Nur ein Beispiel, ich habe es in der Türkei auch auf Reisen und auch auf Delegationsreisen eben erlebt, dass die Arbeitgeber in der Türkei verantwortlich zeichnen, die Personen, die arbeiten, in den Unternehmen arbeiten, dass sie nach Hause gebracht werden, auch von zu Hause abgeholt werden, die eben, weil die Infrastruktur nicht vorhanden ist mit dem Public Transport oder mit dem eigenen Fahrzeug. Nein, da wird selber organisiert, welche optimale Route, welches Einsammeln dann möglich ist, damit die Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellten in die Firma kommen. Das ist dem Arbeitgeber verantwortlich übertragen worden. Also auch eine ganz andere Art von Mobilität, die anders zu organisieren ist. Und glaube ich, solche Randbedingungen generieren dann letztendlich auch eine ganz andere Lösungskultur wiederum. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Bastian, als auch bei Eddie für die interessanten Antworten auf die eine oder andere Frage und freue mich für die Zuschauer hoffentlich auch ein paar Einblicke gewährt zu haben. Und dann anschließend herzlichen Dank nochmal an euch beide und ich freue mich auf den nächsten Podcast zum Thema ITS Weltkongress. Bleiben Sie alle gesund. Dankeschön.